Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zum heutigen aktuellen Video. Heute möchte ich euch einmal ein Buch vorstellen. Und zwar gibt es ja verschiedene Pfeifenbücher, die im Laufe der Jahre erschienen sind. Einige von deutschen Autoren, einige auch von amerikanischen Autoren. Und vorstellen möchte ich euch heute dieses Buch hier. Ganz recht. Es geht um diese Ausgabe hier. Das ist Der Traum vom Pfeifenrauchen von Rick Newcomb, einem amerikanischen Autor. Und zwar lautet der komplette Name eigentlich Richard S. Newcomb. Und hierbei handelt es sich um einen Mann, geboren im August 1950, der Begründer und Vorsitzender von Creators Syndicate ist, einem unabhängigen amerikanischen Herausgeber von verschiedenen Comics, aber halt auch von Kolumnen in verschiedenen Zeitungen. Und dies ist eigentlich auch mit das Thema seines Buches. Denn das Buch hier gibt es sowohl in Deutschland als auch international beispielsweise bei Amazon zu kaufen. Es ist im deutschen Markt erhältlich als gebundene Ausgabe. Und wenn man sich das Buch so ein bisschen genauer anschaut, vorne schon beginnt mit dem Register und dann auch so die einzelnen Kapitel durchgeht, dann wird man sehr schnell sehen, dass es in dem Buch in allererster Linie um Erfahrungen der letzten Jahre geht, die der Autor Rick Newcomb in Deutschland und halt auch international auf seinen Reisen gesammelt hat. Richard Newcomb hat hierbei verschiedene Pfeifenmacher, aber auch verschiedene bekannte, namhafte Pfeifengeschäfte besucht und hat sich halt eben mit den Leuten international ausgetauscht, was deren Erfahrungen angeht in Sachen Pfeife rauchen an sich, aber halt auch in Sachen Pfeifenbau und Pfeifenpflege. Und diese Themen hat er im Laufe der Jahre, beginnend halt schon in den 90er Jahren hauptsächlich in verschiedenen Zeitungsartikeln veröffentlicht und diese halt auch hier mit in sein Buch mit einfließen lassen. Was bei dem Buch in allererster Linie auffällt, ist halt, es sind zwar viele Bilder enthalten, wenn man sich das hier aber beispielsweise mal ansieht, dann merkt man halt auch, dass die Bilder qualitativ gesehen halt jetzt nicht Hochglanz sind. Es sind keine Hochglanzfotos und vor allem ganz klar erkenntlich, es sind halt auch nur Schwarz-Weiß-Bilder. Derer gibt es hier im Buch einige und nicht nur jetzt von Pfeifenmachern, wie man eben sehen konnte, sondern es werden halt auch immer wieder entsprechende Pfeifen natürlich abgebildet. Pfeifen mit einem speziellen Grain, Pfeifen, die ihn selbst gereizt haben, die er kaufen wollte, oder auch schlichtweg eben Modelle, die Bezug nehmen auf den jeweiligen Pfeifenmacher, auf den hier namentlich vor allem eingegangen wird. Wenn man das Buch so durchstöbert, wird man unter anderem natürlich auch, wenn es um Deutschland geht, auf Rainer Barbie stoßen, der ja leider Gottes zwischenzeitlich verstorben ist, dem hier aber auch nochmal ein Abschnitt halt bei den deutschen Pfeifenmachern gewidmet ist. Inhaltlich würde ich sagen, interessant geschrieben, definitiv. Und Richard Newcomb vertritt hier halt auch verschiedene Theorien in seinem Buch, wo ich dann allerdings schon sagen muss, Theorien ja, aber meiner Meinung nach zum Beispiel jetzt insbesondere für Pfeifenrauchen Anfänger nur bedingt geeignet. Es werden hier einige Theorien von ihm vertreten, die in meinen Augen ein bisschen fragwürdig sind und die unter Umständen dazu führen könnten, dass eben der ein oder andere Beginner im Pfeifenrauchen früher oder später auf Probleme stoßen wird. Eine seiner Theorien besagt zum Beispiel, dass er seine Pfeifen grundsätzlich zusammengebaut lässt und zur Reinigung auch das Mundstück nicht von der Pfeife abtrennt, sondern immer erst nach etwa jedem 10. Rauchgang. Ich persönlich bin ja sowieso Filterraucher, für mich käme das von vornherein nicht in Frage.
Aber ich denke auch, selbst wenn ich jetzt ein Ofi-Raucher wäre, die Pfeife zusammengesetzt lassen, man kann die Pfeife nicht richtig reinigen. Und wenn er schon sagt, dass dann etwa zwischen dem 5. und 10. Rauchgang der Geschmack dann eben nicht mehr so gut ist und er dann halt ab dem 10. Rauchgang anfängt, die Pfeife zu zerlegen und komplett zu säubern, ist halt eine Praxis, wo ich sagen muss, ja gut, jeder muss wissen, was er tut. Ich persönlich würde es nicht tun. Übrigens auch sehr interessant, da wäre mal interessant zu wissen, wie das mit der internationalen Ausgabe aussieht. Hier geht er nämlich unter anderem halt auch auf das deutsche Pfeifenmecker ein, auf Darnpipe. Hier der Katalog von 1995 und zeigt halt eben auch, dass er eben wirklich international aktiv war, um sich schlau zu machen und sich halt eben halt auch mit Pfeifenmachern und Pfeifenrauchern auseinanderzusetzen. Hier zum Beispiel auch mal wahllos eine Seite aufgegriffen. Haben wir wieder mal eine Pfeifenwerkstatt aus Dänemark, eines namhaften Pfeifenmachers. Wie gesagt, man kann das Buch lesen. Es ist auf dem deutschen Markt für unter 5 € mittlerweile in der gebundenen Version erhältlich. Man kann nicht viel verkehrt machen, von daher würde ich schon sagen, holt euch das Buch ruhig mal. Es ist interessant zum Lesen. Die Theorien, die er entwickelt, was die Stopfmethoden angeht, was das Rauchen angeht, was das Einrauchen von Pfeifen angeht und insbesondere was die Pfeifenpflege angeht, die sollte man halt wirklich hinterfragen. Und in einer Hinsicht hat er ja definitiv recht. Er sagt immer, fragen Sie 5 Pfeifenraucher und Sie werden 5 verschiedene Antworten erhalten. Und genau das bringt es eigentlich auf den Punkt. Es gibt eben keinen eindeutig richtigen Weg. Das heißt, jeder hat irgendwo doch seine eigenen Methoden, wie er Pfeifen pflegt, wie er Pfeifen einraucht oder generell wie er Pfeifen raucht. Und dementsprechend sind halt auch die Methoden unterschiedlich, wie man dann eben mit der Pflege herangehen sollte. Und von daher würde ich schon sagen, interessant ist das Buch allemal. Für Pfeifenraucher, die gerade mit dem Rauchen anfangen, eben halt nur bedingt empfehlenswert, da eben doch viel zu schnell dann der Grundgedanke kommen könnte, dass das, was hier von Newcomb geschrieben wird, richtig ist. Und man soll es halt wirklich hinterfragen. Ansonsten würde ich wirklich sagen, holt euch das Buch, solange es auf dem Markt noch erhältlich ist. Lest es einfach mal. Vielleicht, und das könnte ich mir auch vorstellen, hat der ein oder andere von euch das Buch bereits. Von daher bin ich schon auf eure Eindrücke und auf eure Meinung über das Buch gespannt. Ihr könnt mir ja in gewohnter Weise einen Kommentar hinterlassen. Das war es auch schon soweit von meiner Vorstellung des Buches. Der Traum vom Pfeifenrauchen von Rick Newcomb bzw. Richard S. Newcomb. Hier ist die Ausgabe nochmal. Wie gesagt, gebt mir euer Feedback. Lesen kann man es. Ich stöber immer wieder mal ein bisschen drin rum, vor allem aber halt auch aus nostalgischen Gründen, gerade eben halt so die Themen oder halt auch die Aufnahmen aus den 90er Jahren, was ja im Schnitt mittlerweile 20 Jahre her ist halt schon eine gewisse Nostalgie. Und vor allem, wenn es halt hier auch ganz konkret um Interviews geht, die er geführt hat, das ist schon lesenswert. Die Theorien, die er vertritt, ist ein anderes Thema. Von daher danke ich euch schon für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch in gewohnter Weise weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen und mit euren Tabaken. Wir sehen uns wieder auf diesem Kanal hier. Happy Puffing und bis demnächst. Macht's gut. Ciao.